In diesem Video zeige ich euch, wie ich unsere Siemens Spülmaschine repariert habe. Die Funktion des scheinbar defekten Durchlauferhitzers konnte durch Reinigen wiederhergestellt werden. Die Maschine hat bereits wieder über 20 Spülgänge in bester Qualität durchgeführt. Schaut euch die Fehlerbeschreibung mal in Ruhe an. Treffen diese Punkte bei euch auch zu und ihr habt etwas Zeit, könnt ihr die folgenden Schritte selbst durchführen. Es gibt natürlich leider keine Erfolgsgarantie, da eure Maschine einen anderen Fehler haben kann. Es würde mich aber sehr freuen, wenn diese Anleitung für euch hilfreich ist und ihr bestenfalls die Spülmaschine auch wieder zum Laufen bringt. Durch einige Messungen konnte ich einen elektrischen Defekt des Durchlauferhitzers ausschließen. Dies zeige ich in Teil 2 des Videos, nur für Elektrofachkräfte. Das Typenschild befindet sich oben innerhalb der Spülmaschinentür. Die Typenbezeichnung benötigt ihr für den Service oder zur Bestellung von Ersatzteilen. Ich habe die regelmäßige Reinigung der Filter und Siebe vernachlässigt und bin mir sicher, dass der Fehler hierdurch aufgetreten ist. Zum Thema Reinigen gibt es bereits ein gutes YouTube-Video, auf das ich in meiner Beschreibung verweise. Um die Spülmaschine leichter vom Netz trennen zu können, habe ich eine Verlängerungsleitung benutzt. Außerdem hatte ich so den Netzstecker immer im Blick und war mir sicher, wann er ein- und ausgesteckt ist. Jetzt folgt die Reinigung des Durchlauferhitzers. Der sogenannte Sumpf befindet sich direkt unter den Sieben und Filtern, die wir anfänglich ausgebaut haben. Von hier aus wird das Wasser durch die Umwälzpumpe der Maschine im Kreis gepumpt. Jetzt könnt ihr mit Hilfe von Essigreiniger und heißem Wasser versuchen, die Rückstände zu lösen. Lasst den Essigreiniger eine Weile einwirken. Dann starten wir die leere Spülmaschine und achten auf den Sound. Öffnet die Spülmaschine kurz nachdem das Wasserpumpen zu hören ist. Zur Sicherheit jetzt den Netzstecker ziehen. Nun kann man mit Hilfe der Sauglocke das Wasser aus dem Sumpf- und Durchlauferhitzer zurücksaugen. Grobe Verunreinigungen kann man mit der Hand entfernen. Effektiver ist es natürlich, das Dreckwasser abzusaugen. Hierzu unbedingt ausschließlich einen geeigneten Nasssauger nutzen. Ich habe außerdem einige Leerspülgänge ohne Geschirr, aber mit Reinigungstab durchlaufen lassen. Hierzu habe ich immer das 45°-Programm genutzt, das ca. eine halbe Stunde läuft. Die bis hierhin beschriebenen Arbeitsschritte sollten einige Male wiederholt werden. Im Erfolgsfall sollte das Wasser wieder aufgeheizt werden. Dies seht ihr auch an dem bekannten Aufsteigen von Wasserdampf beim Öffnen der Spülmaschinentür direkt nach dem Spülgang. Der Reinigungstab löst sich dann auch wieder auf. Sollten diese Schritte nicht zum Erfolg führen, wird vermutlich ein anderer Fehler vorliegen und ihr solltet den Service rufen. Beachten Sie unbedingt diese Warnhinweise. Für Fachleute erkläre ich jetzt im Teil 2 meines Videos, wie ich den Fehler eingegrenzt habe. Zunächst habe ich geprüft, ob die Steuerelektronik den Durchlauferhitzer ansteuert. Kurze Zeit nach dem Einschalten lag hier die Netzspannung an. Daraufhin habe ich die Maschine vom Netz getrennt und die Heizung durchgemessen. Die Anschlüsse sind hier im Vordergrund das rote Kabel und im Hintergrund das weiß-grüne Kabel. Um den Widerstand der Heizung zu messen, habe ich das weiß-grüne Kabel vorübergehend abgezogen. Der Innenwiderstand der Heizung beträgt ca. 24 Ohm und ist damit in Ordnung. Ich habe die Maschine wieder eingeschaltet und die Spannung nochmal direkt an den Anschlüssen der Heizung des Durchlauferhitzers gemessen. Hier lag keine Spannung mehr an. Es war einfach zu erkennen, dass ein in der Mitte des Durchlauferhitzers eingebauter Mikroschalter in Reihe zur Heizung liegt.
Der Mikroschalter wird bei ausreichendem Druck der Umwälzpumpe durchgeschaltet. Dieser lässt sich relativ einfach durch vorsichtiges Zurückbiegen der Kunststofffassung herausnehmen. Den Mikroschalter habe ich dann mit dem Ohmmeter durchgemessen. Der Schalter war ebenfalls in Ordnung. Jetzt kam nur noch die mechanische Ansteuerung des Mikroschalters als Fehlerursache in Frage. Die mechanische Kraft des weißen Stiftes zur Betätigung des Schalters reichte nicht aus, um diesen durchzuschalten. Die Heizung blieb aus. Ich habe einen Kabelbinder und Zahnstocher genutzt, um den Schalter vorübergehend selbst durchzuschalten. Dies bewirkt, dass die Heizung ohne Überwachung des Wasserdrucks zwangseingeschaltet wird. Dies unterstützt den Reinigungsprozess. Bitte achtet auf den Sound, um festzustellen, dass das Wasser in der Maschine in Bewegung ist. Lasst die Maschine mit gedrücktem Schalter nie ohne Aufsicht laufen. Nach der Durchführung der am Anfang beschriebenen Reinigungsarbeiten sollte der Mikroschalter wieder regulär durchschalten. Jetzt könnt ihr den Schalter wieder einbauen. Bitte prüft auch nochmal den korrekten Sitz aller Steckverbindungen. Dann könnt ihr die Spülmaschine wieder zusammenbauen. Bitte unbedingt darauf achten, dass keine Kinder oder Haustiere im Hohlraum der Küche verschwinden. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Anleitung weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Video.